Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal direkt zwei kleine Helis, und zwar die RC-Era C032, beziehungsweise bei Natterer Modellbau ist es die Torkstor Bell UH1D im Camouflage-Design. Ich zeige euch heute deshalb gleich zwei Versionen, da es die einmal in der normalen Camouflage-Lackierung gibt und einmal in der Camouflage-Lackierung mit Weathering. Die wollte ich heute optisch mal gegenüberstellen und mal eure Meinung wissen, welche Version ihr schöner findet, die normale oder die mit dem Weathering. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Meinungen zu, daher lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Eure Meinung wäre ja auch mal interessant für zukünftige Modelle. Daher gehe ich heute auch wieder nicht auf die Fernsteuerung ein, die ist ja eigentlich bei allen RC-Era Modellen gleich. Wenn euch das interessiert, guckt euch gerne mal ein anderes Video von mir an, da stelle ich die Fernsteuerung ausführlich vor. Ich zeige euch heute kurz, was alles mitgeliefert wird und dann zeige ich euch beide Versionen etwas genauer und danach gehen wir natürlich auch wieder fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go! Hier haben wir dann als erstes mal wieder den Karton, den machen wir mal auf und haben dann natürlich als allererstes wieder die Bedienungsanleitung, hier auf Chinesisch und Englisch. Dann haben wir eine erste Tüte, hier drin befindet sich etwas Werkzeug und ein Ersatz-Heckrotor. Dann haben wir eine weitere Tüte, hier drin befinden sich die Waffenträger mit der Bewaffnung und noch die benötigten kleinen Befestigungsschrauben. In der nächsten Tüte haben wir dann einen kleinen Torx-Schraubendreher und die beiden Heckfinnen. In der nächsten Tüte befindet sich das USB auf USB-C Ladekabel. Dann haben wir als nächstes die beiden Ersatz-Hauptrotorblätter. Dann haben wir als nächstes natürlich noch den Hardcase-Akku. Hier ein 2S 350 mAh Lithium-Ionen-Akku mit Zeitlock-Anschluss, einer USB-C-Buchse zum Laden und einem Ein-Aus-Schalter. Natürlich haben wir hier auch wieder die 2,4 GHz RC-Era Fernsteuerung dabei mit den zwei federbelasteten Steuersticks. Und last but not least haben wir hier einmal die schicke Bell UH1D mit Weathering oder eben einmal die normale Bell UH1D mit dem normalen Camouflage-Design. Und die zeige ich euch jetzt beide nochmal etwas genauer. Ich würde sagen, ich gehe erstmal auf die technischen Punkte ein. Die sind ja bei beiden Modellen komplett identisch und dann schauen wir uns mal beide Lackierungen im Vergleich an. Fangen wir also mit der Beleuchtung an. Da haben wir links und rechts die zwei Positionsleuchten, rechts die grüne und links natürlich die rote LED. Und oben auf dem Turbinendom haben wir noch eine weitere rote LED. Der komplette Rotorkopf besteht hier wieder aus Kunststoff, genauso wie die Taumelscheibe. Die rote Welle ist natürlich aus Metall gefertigt und auch die Anlenkgestänge sind aus Metall. Angesteuert wird die Taumelscheibe natürlich wieder über 3 Mikroservos. Angetrieben wird der Rotorkopf über eine Ritzel-Zahnradverbindung von einem Brushless-Motor. Allerdings wird der Heckrotor hier von einem Bürstenmotor angetrieben, das aber natürlich direkt. Und der Heckrotor sitzt hier auch erfreulicherweise auf der richtigen linken Seite vom Hubschrauber. Auf der Unterseite haben wir dann noch den optischen Höhensensor und auch einen LiDAR-Sensor verbaut. Hier vorne kommt dann auch wieder der Akku rein, aber das, denke ich mal, kennt ihr ja mittlerweile alles. Die ganze Technik befindet sich wieder hinter dem Cockpit über dem Akku. Da kann man aber jetzt, ohne den Heli auseinanderzubauen, nicht reingucken. Die Bell hat einen Rotorkreisdurchmesser von 315 mm, eine Länge von 275 mm und ein Abfluggewicht von ungefähr 111 Gramm. Dann kommen wir jetzt mal zur Optik und zum Vergleich der beiden Modelle. Ich habe hier auch bei beiden Modellen schon mal die Anbauteile angebracht. Da werden die Heckfinnen hinten ja nur angesteckt und die Bewaffnung wird hier jeweils mit 2 Schrauben an den Rumpf angeschraubt. Was mir hier schon mal sehr gut gefällt, dass der Rotorkopf wie bei der UH1 typisch relativ weit nach oben rausragt. Und obendrauf haben wir auch noch diese UH1 typische kleine Paddelstange. Die Rotorblätter sind hier beide wieder schwarz gehalten und haben an den Enden diese weißen Blattspitzen. Insgesamt haben wir hier wieder einen richtig schicken Rumpf mit vielen Details und auch vielen kleinen Nieten. Wir haben sogar hier oben auf dem Rumpf noch einige Nieten angebracht und auf dem Heckausleger sind auch noch viele Nieten. Wir haben hier ebenfalls sehr viele Blechstöße und andere Anbauteile angeformt. Aber die UH1D ist ja von der Form her jetzt nicht wirklich neu, sondern nur die Lackierung in der Camo-Version ist jetzt neu. Daher wollte ich euch hauptsächlich auch mal den Unterschied der normalen und der gealterten Version zeigen. Und ich denke, das geht am besten mit einem direkten Vergleich auf den Drehteller. Daher würde ich jetzt sagen, quatsche ich gar nicht groß dazu und lasse einfach mal die Bilder auf euch wirken. Und danach gehen wir natürlich auch mit beiden Modellen mal fliegen, damit ihr auch beide Versionen mal in der Luft seht.
kommen wir hier am Ende auch zu einem kleinen Fazit. Fliegerisch gibt es hier gar nichts auszusetzen. Die Belts fliegen wirklich ruhig und stabil und auch alle Funktionen haben hier gut funktioniert, auch wenn ich die jetzt nicht immer alle im Video zeige. Optisch sind die Modelle auch echt klasse, das Camouflage-Design gefällt mir echt gut, der Detaillierungsgrad ist hier auch super für die Größe und das Weathering gefällt mir eigentlich an sich auch ganz gut, aber vielleicht hat man es hier und da auch an einigen Stellen etwas übertrieben bei der Bell. Ansonsten bin ich auf jeden Fall für ein Weathering von Modellen, weil es einfach nochmal realistischer aussieht, wenn es dann gut gemacht ist. Schreibt mir mal bitte eure Meinung hier in die Kommentare, was ihr von diesem Weathering der Bell haltet, aber auch was ihr generell davon haltet, Modelle künstlich zu altern. Seid ihr eher der Meinung, lieber schön sauber lassen oder lieber eher alt und verbraucht aussehen? Das wäre wirklich mal interessant zu wissen und es ist bestimmt auch für die Hersteller mal interessant zu wissen, wie eure Meinung da ist. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Link steht wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich für euer Interesse und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Christi. Ciao.